Hi, willkommen bei TweakPC. Für alle, die neu im Kanal sind und hier ein Unboxing oder ähnliches erwarten, da seid ihr hier vollkommen falsch. Wir testen die Netzteile wirklich und das auf Herz und Nieren. Die Liste des Testequipments, das wir dafür verwenden, ist lang. Dazu gehört auch eine eigene Chroma Netzteil-Teststation. Diese kommen auch ähnlich bei den Netzteilherstellern zum Einsatz. Wenn euch die Messgeräte interessieren, eine Liste findet ihr im verlinkten Artikel. Ich fasse im Video die Testergebnisse zusammen. Falls euch etwas Bestimmtes interessiert, schaut in die Timeline und falls ihr dort nicht fündig werdet, dann schaut in den bereits erwähnten Artikel nach. Der ist nochmal deutlich ausführlicher als die Videos hier. Im heutigen Video schauen wir uns die neuen Fractal Ion Gold Netzteile an. Wir haben relativ exklusiv alle 4 Modelle getestet, also mit 550, 650, 750 und 850 Watt Leistung. Aber alle 4 Modelle hier im Video durchzusprechen wäre mit den ganzen Diagrammen etwas unübersichtlich und würde auch das Video in die Länge ziehen. Deshalb habe ich mich entschieden, das 650 Watt Modell auszuwählen. Denke, das dürfte die meisten interessieren, beziehungsweise das Interesse der meisten treffen. Die Grundaussage ist gleich und falls euch eine andere Wattklasse interessiert, dann werft einen Blick in den schriftlichen Artikel. Die Netzteile sind vormodular und die Kabel sind von Typ Flachband. Der größte Unterschied ist auch bei der Kabelausstattung zu finden. Das kleinste Modell bietet nur 2 PCI-Express-Stecker, während das 850 Watt Modell 6 davon bietet. Bei den Netzteilabmessungen ist erwähnenswert, dass die Ion-Netzteile mit 150 mm relativ kurz sind und somit auch in kleinere Gehäuse gut passen. Es kommt ein 140 mm Lüfter zum Einsatz, der laut Hersteller magnetisch gegengelagert ist. Das heißt, ein Magnet unterstützt das Lager und soll die axiale Spannung auf das Lager minimieren und somit auch die Lebensdauer verlängern. Bei allen Netzteilen kommen Primär- und auf der Sekundärseite mit 105 Grad Celsius spezifizierte japanische Kondensoren zum Einsatz. So, das wären die kleinen Details. Kommen wir zu den Spezifikationen. Die sind eigentlich relativ typisch für heutige Netzteile. Wir haben hier ein Single-Way-Netzteil, das auf der 12-Volt-Leitung insgesamt 54,1 Ampere bereitstellen kann. Und kombiniert auf 3,3 und 5 Volt sind es 110 Watt. Das ist für die heutigen PCs vollkommen ausreichend. Schauen wir uns an, wie zuverlässig die Schutzschaltungen beim Ion Gold greifen. Bei Überlastung schaltet die OPP bei 817 Watt ab und bietet damit ausreichend Puffer. Der Spannungsabfall dabei beträgt auf der 12 Volt Leitung 0,15 Volt. Für ein Goldnetzteil sind das extrem gute Werte und weit innerhalb der ATEX-Spezifikationen. Die OCP, die Absicherung vor zu hohen Strömen, schaltet bei Überlastung der 12 Volt Leitung das Netzteil bei 824 Watt bzw. 68,67 Ampere ab. Der Spannungsabfall ist hier genauso unauffällig wie bei der OPP. Die OCP auf der 5 Volt Leitung schaltet bei 26,5 Ampere und auf der 3,3 Volt Leitung bei 26 Ampere ab. Beide bieten damit genügend Spielraum. In beiden Fällen bleibt auch die Spannung davon relativ unbeeindruckt. Auf Kurzschlüsse reagiert das Fraktalnetzteil unproblematisch. Hier gibt es auf keiner der relevanten Leitungen etwas zu bemängeln. Kommen wir zum Wirkungsgrad und beginnen mit der 115 Volt Eingangsspannung, um das 80 plus Gold Zertifikat zu überprüfen. Und hier liegt das Ion-Netzteil weit oberhalb der Anforderungen für das Zertifikat. Das Netzteil ist für seine Klasse bei geringen Lasten sehr effizient und erfüllt sogar die Anforderungen für 80 plus Platinum, jedenfalls bei 20% Last. Bei 40% Last wird mit 91,5% der höchste Wirkungsgrad erreicht. Ab 50% Last fällt das Netzteil aber unter die Platinum-Anforderung, bleibt aber stetig oberhalb der für die 80 plus Gold. Bei der für uns in Europa wichtigeren 230 Volt Eingangsspannung fällt wie immer der Kurvenverlauf etwas flacher aus. Der höchste Wirkungsgrad mit über 92% wird zwischen 30 und 60% erreicht, mit einem Maximum bei 40% Last. Bei geringen Lasten bis 100 Watt ist der Wirkungsgrad ab 40 Watt Last über 80%. Ich habe mal ein neues Diagramm ins Video aufgenommen, die Effizienz der Netzteile von 1 bis 10% Last. Über Feedback würde ich mich natürlich freuen, wie ihr diese Informationen findet, also schreibt mir ruhig was dazu in die Kommentare. Kommen wir zum Spannungsverhalten des Ion Gold. Bei der Spannungsregulation bleibt der Spannungsabfall auf 3,3 unter 1%.
auf 5 Volt bei etwa 1,42%. Auf den 12 Volt Leitungen liegt das Netzteil insgesamt bei 0,75%, wobei es da railabhängig leichte Unterschiede gibt. Die Rail 1 liegt etwas über 1%, die anderen darunter. Insgesamt gute Ergebnisse für ein Netzteil aus dem Mittelsegment. Einzig die 5 Volt Standby-Leitung fällt mit 2% etwas aus dem Rahmen. Aber das ist, einerseits ist das weit innerhalb der Spezifikation für diese Leitung und die Leitung ist auch eher nicht so relevant, ja. Bei Großlotlasten, also unterschiedlichen Belastungen der verschiedenen Leitungen, verändert sich die Werte nur unwesentlich. Kommen wir zu der Restfälligkeit. Die liegt auf den 12 Volt Leitungen zwischen 8 bis maximal 44 Millivolt. Hier sieht man auch, dass die Restfälligkeit auf der 12 Volt 1 Leitung deutlich über den anderen Leitungen liegt. Ähnlich wie vorhin auch beim Spannungsabfall. Das ist auch eher typisch, weil die 12 Volt 1 Leitung der ATX und die Molex-Stecker sind. Erlaubt sind laut ATX-Spezifikation 120 Millivolt Restfälligkeit. Somit sind die Ergebnisse aber sowieso relativ gut. Auf 3,3 Volt sind es 15 bis maximal 31 Millivolt und auf 5 Volt sind es 19 bis 25 Millivolt. Beide Leitungen liegen damit deutlich unterhalb der zulässigen 50 Millivolt Grenze und die Ergebnisse sind damit gut. Kommen wir zu der Lautstärke. Hier zeigt sich, dass Fractal sich relativ viele Gedanken gemacht hat und auch nicht so wenig versprochen hat. Bis 50% Last bleibt der Lüfter unter 400 Umdrehungen pro Minute, was eigentlich nicht wirklich aus einem geschlossenen Gehäuse heraushörbar sein sollte. Danach dreht der Lüfter zwar auf, aber selbst bei Volllast bleibt er unter 900 Umdrehungen pro Minute und damit relativ leise. Kommen wir zu dem Fazit. Mit dem Eingold hat Fractal ein interessantes Netzteil auf den Markt gebracht, das sich in keinen Punkt von der Konkurrenz verstecken muss und Fractal typisch optisch schlicht, aber gut verarbeitet ist. Der Wirkungsgrad liegt weit oberhalb des versprochenen Goldzertifikats. Die Spannungsregulation ist sehr gut. Besonders überzeugend ist die Lüftersteuerung des 650 Watt Modells. Wirklich Negatives an dem Netzteil gibt es nicht wirklich. Einzig erwähnenswert ist, dass die Hold-Up-Time etwas unterhalb der Spezifikation ist. Das ist aber nur für euch relevant, wenn das Stromnetz unsauber ist, was in Deutschland die wenigsten betreffen sollte. Ich erwähne nochmal, dass wir die anderen Varianten auch getestet haben. Da gibt es kleine Unterschiede bei der Lüftersteuerung und wir hatten auch das Ion als SFX-Version im Test. Ich habe bisher dazu kein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Video machen werde, aber ich packe euch den Link auch in die Beschreibung. Damit sind wir am Ende des Tests. Falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt mir das in die Kommentare. Sonst verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Netzteiltest.